Herausforderung ohne Lösung, ohne einen direkten Plan zu haben, was du als nächstes machen sollst. Das ist das Thema des heutigen Videos. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, dass du ein Teil dieser Reise bist und dass wir uns hier zusammen austauschen und gegenseitig supporten und unterstützen können. Dafür erstmal ein ganz, ganz großes Danke von mir an dich. Am Montag habe ich dir eine Podcast-Folge hochgeladen zu genau diesem Thema, worauf ich heute noch mal ein klein bisschen eingehen möchte. Ich habe dich in dieser Podcast-Folge ganz tief in meine Gedanken, in meine Gefühle mitgenommen, was so in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr passiert ist oder was auch immer noch passiert. Ich befinde mich gerade auf einer sehr, sehr spannenden und lehrreichen Reise. So möchte ich das mal bezeichnen. Denn ich habe gerade eine Herausforderung und habe gerade keine Lösung dafür. Und möchte dich da aber trotzdem sehr, sehr transparent mitnehmen. Oder gerade auch deswegen, um dir zu zeigen, dass das ganz normal ist. Dass wir alle mit diesen Themen zu arbeiten haben und diese zu lösen haben. Und ich möchte dich wirklich von Herzen dazu einladen, dass du dir die Podcast-Folge anhörst und dann zurück hier zum Video kommst. Heißt, wenn du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann drück hier sehr, sehr gerne einmal auf Pause. Unten in der Videobeschreibung der erste Link, da kommst du zu der neuen Podcast-Folge. Ich rede ja immer da authentisch in dem Podcast, aber es ist wirklich eine der authentischsten, ehrlichen und tiefgehendsten Folgen, die ich da jemals aufgenommen habe, weil ich dich, jetzt kommt gerade wieder der Wind hier als Zeichen, weil ich dich ganz persönlich einfach in meine Gedanken, in meine Gefühle mitnehme und daran teilhaben lasse. Hör dir die Podcast-Folge sehr, sehr gerne an, weil ich kann jetzt nicht nochmal in dem Video auf genau diese Tiefe, in genau diesem Maß eingehen. Deswegen hör dir die Podcast-Folge gerne an und heute geht es nochmal konkret um das Thema Herausforderung ohne Lösung. Ich finde es total wichtig, dass ich auch diese Seite ganz, ganz offen mit dir teile, weil sonst ein ganz falsches Bild entsteht. Weil wir sehen ja ganz oft immer nur Leute, die irgendwelche Lösungen präsentieren. Irgendwelche Berichte schreiben wie, so bin ich diesen Weg gegangen, so habe ich das gelöst und das ist meine Strategie, wie ich das und das Problem löse. Ist mega cool. Aber ich finde es genauso wichtig, eben auch diesen Weg dahin zu teilen. Diese Herausforderung zu teilen, dass du jetzt gerade diese Herausforderung hast, aber vielleicht auch noch nicht direkt die Lösung am Start hast. Und es muss auch gar nicht so sein. Sonst entsteht immer dieses Bild, okay, die Lösung ist irgendwie direkt da. So, die Leute haben gar keine Herausforderungen, gar keine Probleme, da ist immer nur direkt die Lösung da. Was dann bei dir im Kopf entsteht oder auch bei mir im Kopf entsteht, dass wir nur noch irgendwie in Lösungen kommunizieren dürfen und gar nicht mehr unsere Probleme, unsere Herausforderungen mit anderen teilen dürfen, um uns da vielleicht auch gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, um diese Lösung dann zu finden. Deswegen finde ich das so wichtig, dich an diesem Weg auch teilhaben zu lassen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit warten würde und das nur für mich löse und dann irgendwann die Lösung habe, dir das präsentiere, dann wüsstest du ja gar nicht, worum es eigentlich geht. So, ich könnte dir natürlich in einem Jahr oder wann ich dann noch immer die Lösung habe, das dann erst präsentieren. Aber darum geht es mir doch überhaupt nicht. Und das ist ja auch meine Aufgabe als Coach. Ich möchte dich ja an meiner Reise teilhaben lassen. Ich möchte dir ja Einblicke geben, wie ich diese Dinge angehe, wie ich diese Herausforderungen für mich persönlich löse, um dir dann eben auch meine Unterstützung anbieten zu können, deine Herausforderung zu lösen und deinen Weg zu finden, deine persönliche Reise zu gehen. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und natürlich kommen dann solche Gedanken wie, boah, darf ich das jetzt eigentlich als Coach so kommunizieren? Ja, entsteht dann nicht vielleicht irgendwie ein Bild von Schwäche oder von Ahnungslosigkeit? So, kann ich andere überhaupt dann auf ihrem Weg begleiten, wenn ich selber gerade keine Lösung für meine Herausforderung habe? So, solche Gedanken kommen ja. Ich finde es genau deswegen so wichtig. Gerade weil ich als Coach andere Menschen auf ihrer Reise begleiten möchte, andere Menschen dabei unterstützen möchte, finde ich es genauso wichtig, dass ich eben auch meine Reise teile, dass ich auch meine Herausforderungen mit euch teile und euch daran teilhaben lasse, wie ich diese Herausforderungen löse und wie ich mich auf dem Weg zur Lösung verhalte. Dass es auch ganz normal ist, dass ich auch nicht immer eine Lösung da habe. Aber genau darum geht es ja. Genau darum geht es ja, das auch zu teilen, das weiterzugeben, diesen Weg dahin zu teilen. Weil aus Wissen, so das mit anderen zu teilen oder irgendwelche Studien zu teilen, so ist natürlich wertvoll. Aber ich finde es umso wertvoller, die eigene Erfahrung zu teilen. Wenn du selber diesen Weg gegangen bist und dann daraus anderen diese Erfahrung, diese Learnings teilen kannst, mitgeben kannst, um sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Genau darum geht es mir und deswegen teile ich dir das einfach so offen und frei heraus, ohne irgendein Skript,
ohne irgendwie einen Filter drüber, sondern einfach nur frei, offen heraus, aus meinem Herzen, aus meinem Kopf, für dich rüber. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das wollte ich dir jetzt hier in dem Video nochmal festhalten. Manchmal ist es einfach so, dass die Lösung nicht direkt da ist. Manchmal ist es einfach so, dass es einfach schwierig ist. Und vielleicht sieht es nach außen hin nicht so aus. Vielleicht sieht es nach außen hin einfach leicht aus und einfach aus. Das liegt aber daran, dass jede Person unterschiedlich damit umgeht. Jeder Mensch geht irgendwie unterschiedlich mit Herausforderungen um. Und was ich dir mitgeben möchte, was ich jetzt in den letzten Monaten schon gelernt habe, dass es umso wichtiger ist, dass du für dich diese Ruhe behältst. Dass du für dich in diese innere Ruhe gehst. Auch wenn im Außen gerade alles laut ist. Auch wenn im Außen eine Herausforderung nach der anderen auf dich zugeschossen kommt und du vielleicht sogar den Überblick verlierst, weil so viel auf einmal da ist. Und die Lösung irgendwo in komplett unerreichbarer Ferne liegt. Dann ist es umso wichtiger, dass du in dir einen Ort erschaffst, wo du diese Ruhe spüren kannst, wo du diesen Frieden spüren kannst. Und dass du das akzeptierst, dass es jetzt gerade einfach keine Lösung gibt. Und das hört sich alles so leicht an in der Theorie. Das kann ich dir mit bestem Wissen und Gewissen sagen, dass das auch nicht immer leicht ist. Dass es manchmal verdammt schwer ist. Und ich persönlich habe manchmal Tage dabei, wo es mir überhaupt nicht leicht fällt, in diese Akzeptanz zu gehen. Gerade diese Ungewissheit, dass du nicht weißt, was es ist. Dass du nicht weißt, was jetzt der nächste Schritt ist. Diese Ungewissheit zu akzeptieren, ist alles andere als leicht. Das ist sehr, sehr oft verdammt schwer. Und das darf es auch einfach mal sein. Wenn es dir schwerfällt, in die Akzeptanz zu gehen, dann möchte ich dir als kleinen Denkanstoß mitgeben, dass du akzeptierst, dass du es gerade nicht akzeptieren kannst. Denn durch diese Akzeptanz akzeptierst du es. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer zu greifen und vielleicht spulst du einfach noch mal 1-2 Minuten zurück und vielleicht wirkt das auch noch so ein bisschen nach. Denn das ist auch, bringt mich auch noch zu einem Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte. Ganz, ganz oft ist es so, dass wir Dinge erst im Nachhinein verstehen. Schönes Zitat an der Stelle, was ich auch letztens unter dem neuen Post von dem neuen Podcast-Cover gesehen habe. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Habe ich schon öfter gehört, aber gerade zu diesem Thema hat das Zitat nochmal sehr, sehr gut gepasst. Denn zu dieser inneren Ruhe, die du in dir erschaffst, gehört für mich auch automatisch das Vertrauen. Das Vertrauen, dass du dir selbst schenkst, dass alles gut ist, dass das einen Sinn hat, dass diese Herausforderung genau zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben kommt und dass das nicht einfach nur so passiert, sondern dass irgendeine tiefere Message dahinter steckt, dass irgendeine Botschaft für dich dahinter steckt und deine Aufgabe ist es, diese Botschaft dahinter zu erkennen. Genau das ist gerade meine Aufgabe und genau das ist auch gerade so mein Fokus, diese Botschaft dahinter zu erkennen, warum das jetzt gerade so ist. Weil ganz oft stellen wir uns ja die Frage, warum jetzt? So, du kennst das mit Sicherheit. Irgendwie, du fährst in Urlaub und wirst krank. So, du fragst dich, warum jetzt? Warum passiert das jetzt gerade mir? So, warum kann das nicht zu Hause passieren? Diese Fragen stellen wir uns so oft. Und meistens gibt es immer irgendeinen Grund dafür. Nicht meistens, es gibt immer irgendeinen Grund dafür. Und da in das Vertrauen zu gehen. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr oft solche Momente, wo ich mir in diesem Moment selber gedacht habe, warum jetzt? So, warum passiert das jetzt? Und ein paar Wochen später, ein paar Monate später, teilweise auch 2-3 Jahre später, habe ich mir dann gedacht, in der Reflexion, deswegen ist das genau dann zu diesem Zeitpunkt so passiert. Das gibt mir gerade extrem viel Kraft, in dieses Vertrauen zu gehen. In dieses innere Vertrauen zu gehen, dass das alles genau zum richtigen Zeitpunkt passiert. Dass genau das jetzt meine Aufgabe ist, um daran extrem zu wachsen. Und ich durfte jetzt die letzten Monate auch schon extrem viel dazulernen über mich, über meinen Körper, über meinen Geist, über meine Seele. Ja, gerade auch durch den Sportverzicht. Ich möchte da jetzt gar nicht alles nochmal wiederholen, was ich in der Podcast-Folge gesagt habe. Hör dir sehr, sehr gerne die Podcast-Folge an. Da gehe ich ganz detailliert da rein. Das Vertrauen, dass das alles einen Sinn hat, das schenkt mir gerade genau diese innere Ruhe, diese Gelassenheit in dem Thema und auch Zufriedenheit. Dass ich trotz des ganzen äußeren Lärms diese
innere Zufriedenheit, dieses innere Glück spüren kann. Manchmal ist es einfach so, dass es schwer ist. Manchmal ist es einfach so, dass Herausforderungen da sind und du nicht direkt die Lösung für dich am Start hast. Das ist manchmal einfach so. Das ist ganz normal. Aber du entscheidest, wie du mit diesen Herausforderungen, mit diesen Momenten umgehst. Regst du dich darüber auf? Steigerst du dich voll da rein und fokussierst dich die ganze Zeit immer nur auf deine Herausforderungen? Oder vertraust du darauf, dass diese Herausforderung gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, dass ein tieferer Sinn dahinter steckt und konzentrierst dich stattdessen auf deine innere Ruhe, auf diesen Fokus bei dir zu sein, herauszufinden, warum das jetzt gerade passiert, herauszufinden, was du als nächsten Schritt gehen kannst. Und auch wenn dieser nächste Schritt erstmal nur darin besteht, das so zu akzeptieren, wie es gerade ist. Denn das ist ein super, super wichtiger Schritt. Du hast Einfluss darauf. Du hast Einfluss darauf, wie du dich jetzt gerade fühlen möchtest. Worauf geht dein Fokus? Gehst du ins Vertrauen? Gehst du in die innere Ruhe, in die Gelassenheit? Oder gehst du in den Widerstand? Widersetzt du dich? Möchtest du das gerade nicht annehmen, dass es dir gerade so geht? Gehst du in den Widerstand, dass es jetzt gerade irgendwelche Schmerzen gibt? Dass es jetzt gerade alles irgendwie Kacke ist? Wo gehst du mit deiner Aufmerksamkeit hin? Mein Impuls, den ich dir mitgeben möchte, geh nach innen. Geh in dich. Durch Meditation, durch irgendwelche Dinge, die dir gut tun, durch Spaziergänge in der Natur. Geh raus und geh dadurch nach innen. Geh ins Vertrauen, es hat alles irgendwie einen Grund und irgendwann macht es alles Sinn. In einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in mehreren Jahren, irgendwann wirst du den Sinn dahinter verstehen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Hab Vertrauen. Genau das möchte ich dir heute gerne mitgeben. Manchmal gibt es einfach Herausforderungen in unserem Leben, wo wir nicht direkt die Lösung am Start haben. Und es ist ganz normal, dass solche Phasen im Leben dazugehören. Und du entscheidest, wie du mit diesen Phasen umgehen möchtest. Ich persönlich entscheide mich dafür, ins Vertrauen zu gehen, diese Reise mit euch ganz offen zu teilen und dann auch die Lösung mit euch zu teilen. Denn dass es eine Lösung gibt, da bin ich fest von überzeugt. Und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, diese Reise oder diese Lösung dann auch mit euch zu teilen. Richtig, richtig schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich sehr auf dein Feedback zu dieser Folge. Danke auch für eure ganzen wundervollen, herzlichen und lieben Nachrichten zu der Podcast-Folge. Das ist so, so schön, wie ihr euch da auch verbunden fühlt. Und genau deswegen teile ich das auch mit euch, weil wir uns so gegenseitig helfen können. Hör dir gerne die Podcast-Folge an. Erster Link in der Beschreibung. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir die Impulse heute gefallen haben. Ich freue mich, dass du da bist. Ganz viel Energie für dich, ganz viel Kraft für dich. Und bis zum nächsten Video. Dein Niklas.